Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. BR 146, das soll heute das Thema sein, und wie die sich bauen lässt, das will ich euch gerne zeigen. Für 29,95 bekommen wir diesen Karton. Er beinhaltet 578 Steine und er hat ein Feature, was ich bis jetzt noch nie hatte, und zwar einen weiteren Aufkleber, der uns davor warnt, dass hier Kleinteile drin sind, die wir verschlucken können. Deswegen ist das Ganze nicht für Kinder unter 3 Jahren. Logisch brauchen wir mal einen kleinen Aufkleber, weil das kann man hier nicht lesen. Das ist viel zu klein geschrieben. Da macht dieser Aufkleber wirklich Sinn. Der andere ist hier. Damit wissen wir, was da drin ist. Dann mache ich den ganzen Spaß hier mal auf. Schauen wir mal rein. Hier müsste uns ja jetzt wirklich wahnsinnig viel Rot erwarten. Und ich sehe ja jetzt schon etwas, das fasziniert mich. Hier faszinieren mich jetzt schon mehrere Sachen. Also zum einen, hier sind ganz viele Teile ohne Tüte. Gehen wir also davon aus, dass hier die Sicherheitskontrolle bei Bluebrix wieder zugeschlagen hat und hat festgestellt, wir haben hier fehlerhafte Teile bekommen. Ich gehe davon aus, dass es so ist. Wissen kann ich es natürlich nicht, aber ohne Tüte Teile. Hier hat man bestimmt kontrolliert, hat festgestellt, ups, da fehlt was, wir müssen nacharbeiten. Ist natürlich wahnsinnig schön, dass das auch gemacht wird, so dass man sicher sein kann, dass wir hier Vollständigkeit haben. Ob es so ist, werden wir sehen. Das nächste, was mich gleichzeitig wieder fasziniert, hier sind wieder blaue Steine dabei. Habe ich in der letzten Zeit wahnsinnig oft vermisst. Ich denke mal, man hat das vielleicht erhöht, weil ich sehe hier in 1, 2, 3, 4 Tüten blaue Steine. Also nicht nur ein. Hier sind ganz viele blaue Steine drin. Finde ich schön, dass da die Firma Bluebrix wieder so ein bisschen in die Richtung geht und sagt, wir sind Blue, also sind wir nicht unbedingt einsam, sondern packen blaue Steine mit dabei, weil Blue, man kann es ja in beide Richtungen deuten. So, ich würde sagen, ein paar Schüsseln auf den Tisch gekracht und dann gucken wir mal ganz genau rein. Hier müssen ja auch ein paar Transklierteile dabei sein. Ihr wisst, da gucke ich am liebsten drauf, auch wenn es da in letzter Zeit wirklich überhaupt keine Probleme mehr gegeben hat. Da ist schon alles verteilt. Ich habe mir hier mal 2 Transklierteile rausgenommen. Die sind tipptopp in Ordnung. Ob der Rest dann soweit auch alles in Ordnung ist, ob hier wirklich alles dabei ist. Ich habe die Teile, die so separat lagen, die habe ich jetzt mal hier mit dabei gepackt. Also es sind zum Beispiel die roten 1x2 Fliesen, die sind auch hier in dieser Schale, sind hier nochmal lose dabei. Also es spricht wirklich vieles dafür, dass dieses Set unvollständig dann bei Bluebrix angekommen ist. Der Fehler wurde erkannt, er wurde korrigiert und erst dann sind die Sets an uns rausgegangen. Aber wir werden dann zum Schluss sehen, wie viele Teile hiervon übrig bleiben oder ob sie dann alle verschwinden. So, bis hierhin denke ich mal, habe ich euch genug erzählt. Jetzt bauen wir das Ding mal zusammen. Hier komme ich mal das erste Mal zu euch, weil hier ist das ganz interessant. Hier kann ich euch das zeigen. Die Lok sieht ja vorne wie hinten quasi gleich aus und somit können wir dann hier mal gucken, weil
Der erste Teil ist fertig, während hier natürlich, wie man sehen kann, das heißt natürlich ist es nicht, aber während hier noch alles fehlt. Also gucken wir uns diese Seite mal an. Ich halte sie mal so ein bisschen schräg. Und hier ist bei dieser Lok mal wieder das Problem, Design und Festigkeit oder Stabilität, das passt meistens nicht in einen Satz. Hier ist wieder gerade in dem Bereich hier vorne, ich drehe es da mal so rum, in dem Bereich hier vorne, das Ganze hängt dann nur an einer Noppe und macht das Ganze nicht wirklich stabil. Es macht es optisch ganz gut, aber stabil ist es nicht. Ich nehme dann mal hier vorne, das ist also relativ leicht. Ihr seht auch hier sind die blauen Steine verbaut. Und ich brauche jetzt hier nur minimal drauf zu drücken und schon könnt ihr sehen, könnt ihr das sehen? Ich muss das mal so rumhalten. Das ist also dieses ganze Ding hier hält nur an einer Noppe. Das ist dann zum Teil auch wirklich schwer, wenn es mal auseinander fällt und es ist oft auseinandergefallen. Das wieder zusammenzudrücken, weil nimmt man dann zu viel Druck, fällt es wieder weg. Ich muss mich hier auch korrigieren. Es waren 2 Noppen, an denen es hält, beziehungsweise nicht ganz so gut hält. Also wieder ein bisschen mit Gefühl das Ganze randrücken. Dann kann man die Front wieder davor setzen, die auch im Übrigen nur an 2 Noppen hängt. Aber dann ist das Ganze hier wieder zusammen. Also da ist dann dieses typische Thema Design und Stabilität. Kriegt man nicht ganz unter einem Hut. Man muss da irgendwo den goldenen Mittelweg gehen. Ihr wisst das, für mich als Standmodelle reicht das. Ich habe das jetzt einmal zusammen, klar, ich muss beim Bauen auch vorsichtig sein und ich werde mit Sicherheit jedes Mal fluchen, wenn mir das auseinanderfällt. Und hier kommt das ja auch nochmal, also muss ich auf beiden Seiten aufpassen, dass es mir nicht auseinanderfällt. Über das Design der gesamten Lok können wir bis hier natürlich noch wenig Aussage treffen, weil es ist ja jetzt gerade mal ein, ich weiß gar nicht, nennt man das Steuerwagen? Der Steuerwagen ist, glaube ich, das, was hinten mit dran hängt. Eine Fahrerkabine, würde ich als ehemaliger LKW-Fahrer sagen, hätte ich jetzt hier fertig. Das ist ein LKW mit 2 Fahrerkabinen. Das ist eigentlich im Grunde genommen eine relativ einfache Geschichte. Ansonsten ist das Ganze bis hierhin recht stabil. Also man kann damit mal so ein bisschen rummachen. Es fällt nicht ab. Drückt man hier oben drauf, sieht die Welt anders aus. Das fällt dann einem halt ganz gerne mal in die Hand. So, das wollte ich euch nur mal zeigen. Aus den zusätzlichen Steinen habe ich mir auch schon die ersten beiden genommen, weil sie da, wo sie hätten sein müssen, nicht drin gewesen sind. Also ist es wohl so, wie ich es vermutet habe. Da kam was Fehlerhaftes in Flörsheim an. Man hat es erkannt, man hat die Teile dabei gepackt. Und wir können hier den Bauspaß, der im Übrigen auch bei dieser Lok sehr wohl gegeben ist, frönen. Und ich würde sagen, ich baue jetzt auch einfach mal weiter. Die zweite Seite ist natürlich um ein Vielfaches schneller gebaut. A, hat man hier das optische Vorbild auf der Seite liegen und zweitens wiederholt sich alles nur. Also das hat man dann so ein bisschen im Kopf und kann darauf losbauen. Man weiß ja, wie das Ganze aussehen soll. So, jetzt fehlt im Prinzip nur noch der Mittelteil. Bis hierhin die Klemmkraft, ich habe es gezeigt hier vorne. Das ist auf beiden Seiten das gleiche hier. Möchte man nicht allzu viel draufdrücken, da fällt einem wieder alles zusammen. Aber die Klemmkraft der Steine als solches ist als ausreichend, würde ich sagen. Ich würde sie als ausreichend, gut ist sie nicht, aber ausreichend für dieses Modell auf jeden Fall. In dem Mittelteil kann man ganz gut reingucken. Man sieht auch, dass hier 2 Platten sind und hier ist eine auffällige große Lücke. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn man den dann später nimmt, der wird hier reinpassen. Hier bleiben rechts und links noch eine Noppe frei. Hier sind so ein paar Steine, die sind schräg. Ich denke mal, die kann man dann als Führung damit einsetzen. Also es scheint so, als wäre das Ganze zum Motorisieren vorgesehen. Gehen wir dann aber nochmal drauf ein, ob das wirklich so ist oder ob ich mich jetzt hier einfach täusche. Aber ich müsste mich schon schwer täuschen, wenn das nicht so ist. So, was fehlt noch? Wie gesagt, der Mittelteil fehlt. Die Lok als solches, jetzt wo ich das hier gerade mal so hinhalte, also rein optisch habe ich hier eine kleine Banane liegen. Ich probiere das mal aus.
Hört ihr das? Also es ist so, bis hierhin ist es noch eine kleine Banane, aber ich denke mal, wenn der Mittelteil dazwischen ist, wird sich dieser, ja, das ist ein Millimeter, ich denke mal, der wird sich dann drücken und das Ganze wird dann gerade stehen. Lassen wir uns überraschen, probieren wir es aus. Ich baue mal wieder weiter. ...131 Bauschritte und da haben wir die Lok vor uns stehen. Es hat sich nichts daran geändert, die Klemmkraft für dieses Modell völlig ausreichend. Man kann das in die Hand nehmen, es fällt nicht gleich auseinander. An einigen Stellen die Klemmkraft vielleicht ein bisschen zu hoch, da muss man wahnsinnig viel drücken und es löst sich nochmal wieder so ein kleines bisschen. Aber durchgängig ist die Qualität der Steine als ausreichend zu bezeichnen. Ich hatte erzählt, dass ich vermute, dass hier Platz für die Fahrfunktion ist. Hat sich nicht bewahrheitet. Also dieser Körper hier ist mit den blauen Steinen, 11 an der Zahl, ausgefüllt worden. Sicherlich wäre der Platz vorhanden, aber man nimmt dieses Dach nicht mal eben schnell ab. Es besteht also aus wahnsinnig vielen kleinen Teilen, die man nicht einfach so als Ganzes hochheben kann, sondern mühevoll einen Stein nach dem anderen dann abnehmen muss, um diese Funktion einzubauen. Die Fahrgestelle stehen hier noch, die baue ich ja dann immer als letztes hin und hier gilt es auch wirklich mal drüber zu reden, weil das Problem ist, es ist immer das Problem mit den China-Achsen. Diese sind eindeutig zu kurz, das fällt ganz schnell auseinander. Ihr seht das auch hier, hier ist es wieder auseinandergerutscht. Das kippelt und tut und macht. Man muss dann da also wirklich ordentlich immer das Ganze, hier fällt das Rad dann schon ab, nehme ich es mal zur Seite, fällt das Rad dann gleich schon wieder ab, weil diese Achsen einfach zu kurz sind. Warum auch immer man das nicht unter Kontrolle bekommt, das kann ich nicht sagen. Da gilt es vielleicht mal ein paar E-Mails nach Flörsheim zu schicken und da jetzt einfach mal zu sagen, so ändert das ab, schickt uns endlich mal vernünftige Achsen, macht neue Spritzgussformen, dass die hier 2 mm, mehr müsste es gar nicht sein. Also wir reden hier nicht über einen halben Zentimeter oder so, wir reden hier wirklich nur über Millimeter, was diese Achsen länger sein müsste. Da muss man nicht immer ins Regal, ins Regal sei schon, da muss man nicht immer in seine Kisten greifen, um die Originalachsen von Lego zu nehmen, mit denen es dann ja wesentlich besser funktioniert. Das Ganze ist so ein bisschen, es geht ja auch auf Kosten der Reibung, also das fährt dann nicht so ordentlich für denjenigen, der das Ganze fahren lassen möchte. Ich kann damit noch so halbwegs leben, weil ich stelle es ja einfach nur ins Regal und bin glücklich damit. So, dann bauen wir die mal drunter. Hier musste ich im Übrigen eigentlich gar nichts unterbauen bei der Lok, weil alles, was dazu gehört, kommt auch erst zum Schluss hier dran. Also nicht wie bei anderen Loks, wo wir als erstes die Fahrgestelle drunter machen, damit wir auch unseren Spaß dabei haben, dass wenn man beim Bauen hier was aufsetzen möchte, dass die Lok dann auch immer schön über den Tisch rollt. Hier ist es nicht, hier kommt es wirklich alles schön zum Schluss, wie sich das gehört. Und hier steht sie nun. Auch ich habe bei Bricklink schon schönere von diesen Zügen gesehen. Muss ich so sagen. Sie hat den Wiedererkennungswert, aber sie hat designtechnisch noch eine Menge Luft nach oben. Da habe ich also wirklich schon anderes gesehen. Für das Geld, was man berappen muss, um sich diese Lok zu kaufen, ist das alles wirklich wunderbar und ausreichend. Aber wie gesagt, so ein paar Modifikationen sind hier definitiv noch drin, damit es dem Original ein wenig näher kommt. Von der Sortierung her, also das, was an Steine dabei gepackt wurde, scheint auch nötig gewesen zu sein. Es sind mal gerade 2 übrig, aber dafür dann
2x4, die gelocht sind, so wie die hier, die nicht einmal in der Teileliste auftauchen. Also da hat es dann beim Packen, denke ich mal, Probleme gegeben. Das ist so ein bisschen durcheinander geraten, das Ganze. So sind dann hier auch Teile angekommen, die man eigentlich gar nicht braucht. Es sind, wie gesagt, Teile übrig geblieben. Gefehlt hat keins. Keine Fehlteile ist wichtiger als das, was an Teile zu viel ist, weil jedes einzelne Teil zu viel ist ein Teil für die Wühlkiste, dass, wenn mal was fehlt, ein bisschen was im Haus ist. Wie gefällt euch die Lok? Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Wie gewohnt verlinke ich euch natürlich diese Lok. Und was dahinter kommt, das weiß ich natürlich auch schon. Es gibt den Regionalexpress und den werde auch ich dahinter packen und irgendwo hier hinter mir Platz für diesen Zug schaffen. Ich jetzt gerade gucke, ich weiß noch nicht wo, aber irgendwo hinter mir wird er zu stehen kommen. Rutscht dann erstmal was in den Hintergrund, dann kommt das in den Vordergrund. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und den Onkel hier beim Bauen zugeguckt habt, zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, klar, dann freue ich mich auf den Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann dürft ihr auch gerne den Daumen runter nehmen. Ein Kommentar freue ich mich immer drüber. Schreibt mir, was denkt ihr darüber. Schreibt mir auch drunter, was euch nicht gefallen hat. Alles ist erlaubt und es kostet auch nichts. Wenn ihr kein Abo habt, dürft ihr das gerne abschließen. Drückt ihr auf die Glocke. Ich muss das nicht erklären, ihr wisst das alles. Bis zu meinem nächsten Video, da hoffe ich, dass ihr gesund bleibt und ich kann jetzt eigentlich nichts anderes machen, außer euch einen schönen Tag zu wünschen.